Veränderung beginnt selten mit einem großen Moment. Sie beginnt fast immer still, mitten im Alltag. Du merkst es nicht sofort. Du funktionierst, lebst weiter, erledigst deine Dinge, aber irgendwo zwischen zwei Gedanken, zwischen zwei Begegnungen, zwischen zwei Enttäuschungen verschiebt sich etwas in dir. Es ist kein bewusstes „Ich ändere mich jetzt“. Es ist eher ein innerer Prozess, der lange im Hintergrund läuft, bis der Moment kommt, an dem du spürst: Ich passe nicht mehr in das, was früher selbstverständlich war. Du sitzt in Gesprächen, die dich früher beschäftigt haben, und plötzlich fühlst du dich wie ein Beobachter. Die Themen ziehen an dir vorbei, weil du nicht mehr dort stehst, wo du einmal standest. Das ist kein Verlust, das ist Wachstum. Auch dein Verhalten sortiert sich neu. Du erklärst dich nicht mehr so übertrieben. Du entschuldigst dich nicht mehr dafür, dass du Bedürfnisse hast, Grenzen setzt, Zeit für dich brauchst. Früher wolltest du vermeiden, dass jemand dich falsch versteht. Heute willst du vermeiden, dich selbst zu verlieren. Und interessant wird es dort, wo du merkst, dass du dich nicht mehr in Verbindungen presst, die nur funktionieren, wenn du dich klein machst. Du hältst weniger aus, nicht aus Ungeduld, sondern weil du deinen Wert kennst. Der Mensch, der du heute bist, ist nicht mehr bereit, alles zu schlucken, nur um Harmonie zu erzwingen. Reife ist selten laut. Sie wirkt nach außen oft wie ein Rückzug, als würdest du weniger investieren, weniger geben, weniger kämpfen. Aber in Wahrheit ist es ein Schritt hin zu dir selbst. Du gibst nicht weniger, du gibst gezielter. Nicht mehr an Menschen, die dich übergehen, nicht mehr an Situationen, die dich auslaugen. Die meisten bemerken es erst, wenn du dich schon verändert hast. Denn innere Entwicklung ist wie ein neues Fundament. Man sieht es erst, wenn das Haus stabiler steht. Und irgendwann wirst du zurückblicken und feststellen, dass diese leise Veränderung der Anfang einer Phase war, in der du dich selbst ernster genommen hast. Nicht härter, sondern klarer.